Sag mal, Sandro, ich sehe hier was aus dem Augenwinkel. Ihr habt jetzt auch einen Rasenmäher? Kein Rasenmäher. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir sind heute mal nicht in unserem Studio, sondern direkt bei Bosch vor Ort. Und ich habe hier einen absoluten Experten, den Sandro, mit dabei. Hi, ich bin der Sandro Lucena, ich bin technischer Anwendungsberater für Bosch Power Tools im Außendienst. Und jetzt reden wir mal ein bisschen über unsere neuen Gartengeräte. Und den Rasenmäher. Kein Rasenmäher, gibt keine Rasenmäher. Wir sind heute genau an dieser Stelle, weil hier der Sandro ist, weil alle Geräte hier sind und noch viel mehr Dinge, die wir euch in anderen Videos zeigen. Aber wichtig ist, ich kenne mich mit Gartengeräten nicht gut genug aus, um euch wirklich alle Feinheiten zu erzählen. Und genau deswegen haben wir den Sandro hier und wir fangen an mit dem Freischneider. Und natürlich gibt es wieder etwas zu gewinnen, und zwar einen 250 € Einkaufsgutschein bei GoTools. Alles, was du dazu machen musst, ist unten in die Kommentare deine Meinung zu den Geräten zu schreiben. Was findest du gut, was findest du schlecht oder was ist dein Liebling? Wir haben jetzt also hier den Freischneider. Du kannst mir ganz kurz sagen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Freischneider und einem Rasentrimmer? Beim Freischneider habe ich hier vorne ein Messer und beim Trimmer habe ich vorne einen Faden. Aber wann brauche ich das Messer, wann brauche ich den Faden? Also das Messer nimmst du bei härterem, ich möchte mal sagen, bei härterem Gestrüpp. Also wenn du da so schon kleine Bäumchen stehen hast, die du gerne loswerden möchtest im Herbst, das machst du alles hiermit. Also dann, wenn es ein bisschen härter ist, kommt das Messer zum Einsatz. Und wenn du ganz normalen Rasen hast, also hochwachsenden Rasen, dann nimmst du den Faden. Das ist aber ein Gerät, was zentral genau dafür da ist. Also das ist nur ein reiner Freischneider. Nein, ist es nicht. Also es ist sowohl als auch. Also du kannst den GFR 18V23, den kannst du umrüsten. Also du gehst einfach hin, das wird gelöst und anstelle des Messers kommt dann eben halt eine Spule drauf. Das ist so ein 2-in-1 Gerät. Klar, der Rasentrimmer, das ist etwas, was du häufiger benutzt, aber es ist immer nice to have. Also ein Messer zu haben, ist immer gut. Vor allen Dingen, das ist auch nicht irgendein Messer, das ist tatsächlich also Laser geschnitten und Diamant geschärft von beiden Seiten. Okay. Und was ist der Vorteil von beiden Seiten? Du kannst das Messer umdrehen. Wenn eine Seite stumpf wird, kannst du das Messer umdrehen, kannst die andere Seite benutzen. Und also ein bisschen wie beim Hobelmesser, wo man häufig dann auch korrekt. Wendemesser nennt man das ja auch, ja? Genau. Und die Maschinen, die haben auch eine Tangle-Funktion. Das heißt, wenn du im hohen Gras stehst, das Gras oder eben halt das Gestrüpp oder wie auch immer, das wickelt sich hier drum und die Maschine kommt nicht mehr weiter, dann dreht sie mal kurz in die andere Richtung, schneidet, schlägt, dreht sich frei und läuft dann wieder so, wie sie soll. Ist das was ich beim Bedienen bin? Also muss ich da wirklich aufpassen beim Bedienen, wenn er rückwärts dann läuft? Das macht er ganz von alleine. Also er merkt, da ist ein Widerstand. Er merkt, er muss was ändern und dann geht er also hin, läuft mal andersrum und dann läuft er so weiter. Übrigens eine Sicherheitsfunktion für euch, ja. Greift da unten nur hin, wenn hier kein Akku drin ist. Also auf jeden Fall bitte genau darauf achten. Da ist schon ordentlich Bums drauf. Da ist richtig Bums drauf. Also wir haben es ja gerade eben gesehen. Wir haben da auch ein bisschen dickeres Material mitgeschnitten. Also der ist schon ordentlich. Was würdest du sagen, was ist das Maximum, was geht? Also vom Gefühl her? Oh, alles, was passt. Also wenn du viel Zeit... Das ist eine gute Aussage. Ich möchte mal sagen, du hast jetzt so einen 2 Jahre alten Baum dort stehen auf deiner Wiese. Du hast ihn 2 Jahre lang nicht geschnitten. Nee, das nicht. Also das ist dann eher so daumendick. Das kriegst du damit weggehauen. Also das macht er schon. Okay. Das ist schon amtlich. Aber wenn ich jetzt das Gerät so kaufe, wie es jetzt hier ist keine Spule mit dabei? Doch, die Spule ist dabei. Also bei der Version GFR 1823 ist die Spule mit dabei. Dieses Gerät gibt es aber auch nur mit Spule. Ah, okay. Das kostet aber nicht so viel mehr, oder? Das kostet dann, also das mit dem Messer, also das lohnt sich allemal. Das heißt also, sinnvoll wäre es, das Kombigerät quasi zu kaufen? Korrekt. Wenn wir die ganze Zeit da unten sind, haben wir hier noch den Hebel. Da habe ich mich vorhin gefragt, wozu das eigentlich da ist. Ja, so hier sieht es ja ein bisschen komisch aus, oder? Was mache ich dann damit? Den kann ich ergo umlegen und dementsprechend hier in Abstand wahren. Fand ich super sinnvoll, dass ich es auch mal abnehmen kann, je nachdem, wie ich es brauche. Cool. Gibt es hier auf der Seite noch irgendwas, was wir beachten müssen? Auf der Seite hier. Ich meine so allgemein hier? Eigentlich nicht. Also wenn du es umgerüstet hast auf einen Trimmer, der Schutz kann bleiben, also die teilen sich einen Schutz, also eigentlich gibt es da nichts zu beachten. Außer vielleicht eben, das ist alles Aluminium, ist also besonders leicht, sehr ergonomisch, wie ich finde. Und einfach zu handhaben, das kann sogar ich. Ich habe ihn von meiner Hand gehabt, vom Handling her, fand ich sehr angenehm, vor allem es war wirklich leicht. Ja. Wir müssen mal über eine Sache sprechen, und zwar normalerweise, es gibt ja immer diejenigen, die sagen, mehr Power, ja, ich brauche hier hinten mindestens Benzin, V8, muss alles hinten dran sein.
Was ist der Unterschied jetzt eigentlich vom Akku zum Benziner und wann nehme ich welches? Also natürlich, das Akkugerät jetzt 18 Volt, das ist ein bisschen schwächer als ein Benziner, das ist ganz klar. Diese Maschine oder dieses Elektrowerkzeug ist konzipiert worden für, ich möchte mal sagen, so Facility Management. Also du machst alles am Haus. Du kannst also in 18 Volt System von Bosch bleiben und kannst eben halt mal eben dort vorne ein bisschen Gras wegmachen oder mal eine Wiese mit wegmähen. Dafür ist er gebaut worden. Der Landschaftsgärtner, der 24 Stunden am Tag nichts anderes macht, der wird hiermit nicht glücklich. Ne? Für den ambitionierten, ich möchte mal sagen, Handwerker, der sagt, ich habe die 18 Volt Geräte von Bosch, ich möchte Gartengeräte nutzen, ist das eine feine Geschichte. Der kann damit also überall einsetzen, überall arbeiten. Er muss halt nur im Hinterkopf haben, es ist also jetzt nicht das Gerät für den Dauereinsatz, dafür ist es nicht gebaut worden, aber für das, was sonst anfällt, am Haus drumherum, dafür ist es wirklich gut. Also für diejenigen, die gleich wieder sagen, nee, ich muss unbedingt Benzin haben, bitte bedenkt wirklich, für was ihr den einsetzt. Das finde ich immer sehr schade, dass Leute immer sagen, ich brauche immer nur das Maximum. Es gibt eben auch den kleineren Einsatz, wenn man eben, wie du sagst, nur mal etwas mal machen möchte. Es ist schon ein professionelles Elektrowerkzeug, es ist schon ein professionelles Gartengerät. Klar, der Benziner ist ein bisschen stärker, der ist ein bisschen schwerer, wie auch immer. Hier habe ich den Vorteil, ich benutze den 18 Volt Akku, den ich sowieso bei den anderen Elektrowerkzeugen dabei habe. Und ich habe hier ein Elektrowerkzeug, das ist emissionsfrei. Das heißt, ich brauche hier kein Benzin reingießen, ich muss nicht nach irgendwelchen Ölständen gucken, Akku rein, loslegen. Und vor allem ist es an der Stelle wartungsfrei. Es ist richtig, es ist wartungsfrei, es ist vor allen Dingen leise und du hast nicht ständig hier diese Sondermischung, also den Geruch vom Benzin in der Nase, das ist ja auch nicht ganz gesund. Du bleibst also in deinem Akkusystem und arbeitest. Also ich finde das super. Ich würde immer eher das Gerät nehmen, weil ich auch nicht die riesen Flächen habe, als was mit Benzin, weil ich möchte auch eigentlich, weiß ich nicht, im Frühjahr das Gerät nehmen, zack und los und nicht mich noch mit dem beschäftigen. Das ist auch der Grund, warum ich einen Akkurasenmäher habe, weil da hatte ich einfach keine Lust mehr drauf irgendwann. Es gibt keinen Rasenmäher. Es gibt, ich weiß gar nicht, Rasenmäher. Haben wir heute schon mal Rasenmäher gesagt? Nein, kein Rasenmäher. Kein Rasenmäher. Entschuldigung. Niemals Rasenmäher. Hier an dem Punkt ist eigentlich relativ simpel, nach vorne schieben an, ja, dann läuft das Gerät. Hier kann ich es dran halten. Wozu ist das hier da? Also ist hier noch ein Zusatzhandgriff? Nee, das ist eigentlich ein Schutz. Das ist ein Schutz, schützt dich also quasi dafür, wenn das Gerät sich irgendwo doch mal festfrisst, dass du, das knallt dann gegen deine Beine. Und nicht das Gerät rum. Korrekt, dass du eben halt dann nicht unkontrolliert mit dem dann durch die Gegend fuchtelst. Wir haben die ganze Zeit über das Thema Akku gesprochen. Nochmal der wichtige Hinweis, welchen Akku brauchst du eigentlich? Hier, Bosch Blau 18 Volt. Genau, wir brauchen keinen Procore. Es geht natürlich damit super, kein Problem. Kannst du jeden einsetzen, aber du kannst auch jeden herkömmlichen Bosch Professional Akku 18 Volt nehmen. Und jetzt lass uns mal eine Sache anschauen. Und zwar haben wir die ganze Zeit jetzt nur den Freisteller in der Hand gehabt. Wir haben ja noch den hier. Genau. Und hier sehen wir jetzt auch mal die Spule. Und wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir werden mal ein paar Schnittbilder einblenden, wo wir das Ganze auch benutzt haben. Ich muss sagen, es ist ja quasi kein Widerstand gewesen, da wo wir es getestet haben. Nein, das waren keine Gegner. Nur was anderes hatten wir gerade zur Verfügung. Aber du kannst mit dem Gerät also auch wirklich gut im hohen Gras arbeiten. Wenn du dann so mit drin stehst und es bildet sich so ein Zopf, dann kannst du auch die Tangle-Funktion wieder recht gut sehen. Also der ist schon wirklich für draußen gemacht worden. Was ich persönlich mal ausprobiert habe, ich habe damit auch ein bisschen bei mir im Studio geschnitten, da ist ein bisschen mehr Unkraut drumherum. Irgendwann war das hier ein bisschen runter, einfach einmal aufsetzen, hier unten ein bisschen drücken, dann läuft es nach, schneidet sich dann auf die richtige Länge und dann kannst du wieder weiterarbeiten. Korrekt, also du kannst den Faden selber einführen, das heißt auch wenn du ganz oft hier drauf drückst, der Faden ist irgendwann mal du brauchst keine neue Spule zu kaufen, du drehst einfach den Faden wieder selber neu ein. Das, was ihr jetzt seht, ist aber etwas härtere Arbeit, nämlich wie der Freischneider wirklich mal von dir geführt, das wunderbar wegmäht. Nämlich wir sehen hier, es ist relativ trockenes Material, aber gerade da verhaspelt man sich schnell und macht und tut. Und da seht ihr nämlich auch den Vorteil, wenn ihr das Kombigerät kauft. Ihr nehmt normal das mit Faden und da, wo es mal ein bisschen mehr zur Sache geht, kann man auch da wieder aktiv werden. Und das war eine Sache von Sekunden. Ja, wir haben eigentlich für die Kamera sogar nur langsamer gemacht und das hat richtig Spaß gemacht. Richtig. Als nächstes schauen wir uns jetzt mal die Heckenschere an. Die Heckenschere ist ja so ein bisschen so ein Mythos, weil ich seit Wochen auf die Heckenschere gewartet habe und sie ist exakt genau am Tag gekommen, als ich losgefahren bin. Ich hatte sie vor heute noch nie in der Hand und vorhin mal so ein bisschen ausprobiert. Spannendes Gerät. Was ist darin jetzt wirklich besonders? Weil eigentlich ist so ein Gerät, mache ich hier an, Hecke weg, fertig. Also die Heckenschere ist extremst ergonomisch. Das stimmt. Sie ist wirklich ergonomisch. Also sie wiegt etwas so um die 3 Kilo ohne Akku. Mit Akku natürlich ein bisschen schwerer. Und wenn ich sie anhebe, dann
löse ich hier schon den Sicherheitshebel aus, dann mache ich sie an und brauche nicht drücken wie ein Stier, sondern ich kann sofort mit der Heckenschere loslegen und kriege also nicht hier irgendwelche Muskelkrämpfe. Was ich schön fand, gerade im seitlichen Arbeiten, kann ich es trotzdem sofort greifen, muss nicht irgendwie hier unten irgendwie so rumfummeln. Das fand ich super und konnte dann sofort losarbeiten. Genau, der Schalter ist durchgehend. Ne? Also nicht so Einzelteile wie bei den anderen Kindern, sondern es ist ein durchgehender Schalter. Super. Auch hier, weil wir gerade im Akku waren, ein ganz normaler Akku. Ja? Ich sage immer normal, also alle Akkus sind ja normal, aber du brauchst keinen Pro-Core. Nein, brauchst du nicht. Und kannst mit jedem Akku, den du wahrscheinlich schon zu Hause hast, entsprechend arbeiten. Korrekt. 60er Schwert haben wir, also ein 60 cm langes Schwert haben wir. Wir haben eine Schnittkapazität von 20 mm, also auch ordentliche Äste kannst du damit schneiden. Und wir haben es gerade eben mal ganz kurz gesehen, die ABS-Funktion, das heißt... Genau, mega krass, weil ich habe auch gedacht, okay, was passiert jetzt, wenn er jetzt weitermacht? Er geht los und dann in den Ast ja quasi rein, das war schon ein halber Stamm. Ja. Und ich hätte gedacht, dass er stecken bleibt und dass du das irgendwie so rauswürgen musst, aber dann ist er in den Rückwärtsgang gegangen. Das kannte ich vorher nicht, hat es mir auch nicht erzählt. Ich dachte, was ist das Räd kaputt? Hat sich so angehört. Nee, ist aber tatsächlich so, also er geht dann in den Rückwärtsgang und dann wird das Material quasi zerschlagen, zersägt. Er macht dann so lange weiter, bis er durch ist. Das heißt also, er geht dann so quasi in den Vorwärts- und Rückwärtsgang? Korrekt. Das macht er komplett selbstständig. Es gibt ja nur einen Schalter, musst du nicht von Hand machen. Genau. Das erkennt das Gerät von alleine, es geht nicht weiter und dann legt er sofort los, um sich zu befreien. Was ist das hier oben? Das hier? Das hier ist ein Schutz. Das ist ein Schutz. Du siehst, das steht über den Messern. Das heißt, wenn du hiermit aus Versehen mal, ich möchte mal sagen, wenn du unglücklich schneidest oder unglücklich drankommst, dass du dich nicht sofort an dem Messer verletzt. Okay. Der Schutz, der geht bis hier vorne, damit du halt hier diesen Feinschnitt machen kannst. Hier kommst du in der Regel nicht so häufig dran oder nicht so gut dran. Sehr schwierig, richtig so lange Arme hat keiner. Aber in dem Bereich ist auf jeden Fall dafür gesorgt, dass nichts passiert. Was sind das für Schneiden? Diese Schneiden sind lasergeschnitten und diamantgeschärft. Das ist also auch ein sehr langlebiges Material. Und wenn man sich ein bisschen mit Heckenscheren auskennt, weiß man, die muss man auch mal nach dem Gebrauch sauber machen. Das musst du bei dir hier auch machen. Ist relativ einfach, da gibt es nur entsprechende Sprays. Du sprühst die Maschine ein, also nach dem Gebrauch, du sprühst sie ein, lässt sie laufen, dass es so ein bisschen runtertropft, das Material, sprühst sie wieder ein, dann kommt sie in das Schwert. Ja. Und dann wird sie aufgehangen. Genau, das haben wir hier. Korrekt. Natürlich gibt es auch mit Schutz, ist gleich dabei. Also Schwertschutz, nicht mit Schwertschutz, du hast recht. So, und dann wohnt sie so in deinem Gartenhäuschen. Und du kannst beim nächsten Mal sofort loslegen. Das fällt auch auf. Ich finde den Schwerpunkt sehr schön. Ja, es ist nicht nach vorne, nicht nach hinten. Es lässt sich sehr gut handhaben. Und was ich schön finde, es ist sehr leicht. Ja. Ja, also ich habe nicht super viel Erfahrung, da bin ich ganz ehrlich, aber das hat Spaß gemacht. Du hast hier ein 3-Kilo-Gerät. Das ist also ziemlich eins der Leichtgewichte seiner Akkuklasse. Ja, also seht jetzt nochmal, wenn ich es hier halte, mit dem Akku, ist wirklich im Schwerpunkt genau hier, wo ich es auch erwarten würde. Das macht richtig Sinn. Top ausbalanciert. Jetzt kommen wir zum letzten Gerät. Und eigentlich irgendwie so das Spaßigste, oder? Bist du ein Männergerät, ne? Ja, so ein bisschen schon. Kommen wir jetzt zum Laubbläser. Und da hatte ich schon ein paar in der Hand. Und eine Sache ist mir sofort aufgefallen. Ich habe das Gefühl, der hat gefühlt doppelt so viel Kraft wie irgendwie welche anderen Geräte. Also zumindest, wenn man ihn einschaltet, merkt man sofort, boah, da ist richtig Kraft dahinter, als wenn man jetzt so ein kleines Düsenkraftwerk hier in der Hand hat. Ist ja auch ein Biturbo-Gerät. Was unterscheidet das ein bisschen von anderen Geräten? Ist es wirklich stärker? Es ist wirklich stärker. Also du kannst ihn ja mit einem normalen Akku betreiben, dann wirst du den Unterschied merken. Wenn du einen Biturbo-Akku bekommst, beziehungsweise den Procore-Akku 5,5 Ampere und höher, der merkst du, da ist dann richtig Musik drin. Wenn ich es richtig gesehen habe, 200 km/h, über 200 km/h Austrittsgeschwindigkeit. Ja. Und eine Sache müsst ihr euch wirklich überlegen. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist eine Turbine, die dreht so ein bisschen, wo du brauchst ein Biturbo-Gerät. Da ist richtig Widerstand. Genau. Also wenn diese Turbine geht gegen einen so großen Luftwiderstand, das glaubt man gar nicht. Und da brauchst du schon ein wirklich starkes Gerät. Du kannst es ja auch mal zeigen. Also mach es ruhig mal an und dann... Genau. Eine coole Sache ist, wenn ich den selbst auf voller Energie, man würde ja eigentlich erwarten, dass man genau diese Bewegung jetzt hier macht. Ja? So möchte man das ja eigentlich machen. Ja? Und dann müsste man ja vielleicht das Gerät halten. Wie mache ich denn das und wie geht denn das? Wenn ich jetzt einschalte, werdet ihr gleich sehen, dass er in so eine natürliche Haltung geht und leicht nach hinten. Und dann könnt ihr einfach ganz entspannt hier so entlang laufen. Es wird sehr laut, aber ich zeige euch das trotzdem mal.
So, da haben wir ihn wieder. Das macht richtig Spaß, mit dem Gerät zu arbeiten. Draußen, wenn man wirklich mal Laub oder Schmutz oder nasse Blätter auch so ein bisschen vor sich hat, das ist irre. Das ist wirklich irre. Und da gibt es auch hier die Regelung, um das auch wirklich ein bisschen runter zu regeln, dass du es nicht gleich zum übernächsten Nachbar rüberbringst, sondern nur zu dem Nachbarn, den du nicht magst. Ansonsten, gibt es hier noch irgendwas zu sagen? Man kann das hier abnehmen. Genau, dann hast du ein kleines Packmaß und kriegst ihn also dann überall verstaut. Oder kannst du mal mitnehmen zu Freunden, Verwandten, Bekannten. Zur nächsten Grillparty. Ne? Oh ja. Ne, auf leichter Stufe Grill anblasen, härteste Stufe Grill nach Barcelona blasen. Also muss ein bisschen vorsichtig sein. Sehr gut. Steht bestimmt auch im Handbuch, oder? Genau, das steht da drin. Nein, Spaß. Viel mehr gibt es zu dem Gerät eigentlich nicht zu sagen, außer wenn du es mal in der Hand hattest, dann merkst du wirklich, wie viel Energie, wie viel Power dahinter ist. War schön, dass ich heute mal hier sein konnte und ich kann euch nur sagen, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Und ich glaube, ich werde jetzt mal nach dem Rasenmäher suchen. Gibt kein Rasenmäher. Komm da weg. Gehst du da wohl?